Lisa and I, this is our first meeting in Mecklenburg-Vorpommern. Very also meeting number 363. Das ist das 363. Treffen von William und Lisa und er ist sehr geehrt, heute zum ersten Mal in Mecklenburg-Vorpommern sein zu dürfen. I was in Schwerin in 2015 at the height of the immigration time. 2015 war William hier in Schwerin, wie gerade die Flüchtlingswelle am höchsten war. It was an interesting time in Schwerin. Und das war interessant damals. I was waiting for a bus at the bus station to take me out to walk in the country. William hat auf einen Bus gewartet, draußen im Land einen Spaziergang zu machen. Bus Nummer 9. And the bus was late. Der Bus war verspätet. And I was thinking, German buses are not late. Wie kann das sein? Deutsche Busse sind nicht spät. Finally, English, the bus came around the corner. Und letztlich kam dann der Bus um die Ecke gefahren. And the bus driver was looking directly at me through the big glass window. Der Busfahrer hat ihn direkt angesehen. But the bus driver looked funny. He looked weird. Also der Busfahrer sah etwas eigenartig aus. He had his nose pressed against the window. Er hat seine Nase gegen die Windschutzscheibe gepresst. And on a bus that was supposed to have a maximum of 60 people, 60. Und in einem Bus, der maximal 60 Passagiere befördern sollte, There were 250 immigrants. 250 Immigranten. They had hijacked the bus. Die haben einfach den Bus überfallen und in Besitz genommen. Later that day, I was supposed to take a train from Schwerin. Und später sollte William dann einen Zug von Schwerin aus nehmen. But the train had been hijacked as well. Aber auch der Zug war in Besitz genommen von den Flüchtlingen. Absolutely full to the brim with immigrants. Alles voll mit Flüchtlingen. So at the bus headquarters, the area, the plots where the buses are, Der Busbahnhof, they were taking the immigrants and putting them in groups of 20. Groups of 20. Groups of 20. am Busbahnhof haben sie die Flüchtlinge in Gruppen von 20 organisiert. And I asked the policeman here in Schwerin, who are these people? Und William fragte den Polizisten, wer sind denn diese Leute? He said, oh, these are families who are running away from Putin, the Russian. Der Polizist sagte, das sind Familien, die vor Putin Reis ausgenommen haben, vor den Russen. I'm telling you the truth. Und William spricht die Wahrheit. And I said, well, what kind of people are they? William fragte, was sind das für Leute? So they had white sheets of paper Die hatten also weiße Zettel and had their name, their country, and how much education they had. ihr Name, das Land, aus dem sie kamen und welche Bildung sie hatten. Yeah, wie viele education, and it had their Beruf, what their title was. Und ihren Beruf. So I started walking along and looking at the sheets of paper. 18 years of education. 18 Jahre Ausbildung. Next one. 22 years of education. 22 Jahre Ausbildung. And the Beruf, doctor, lawyer, engineer. Beruf Doktor, Rechtsanwalt, Ingenieur.
I couldn't find any doctors, lawyers, or engineers. Konnte aber keine finden. So I had with me a college student who I asked to come, whose mother was Syrian. Hatte mit sich einen Studenten, dessen Mutter Syrierin war. And father was German. Und der Vater war Deutscher. So I said, let's talk to some of the people sitting here. Und William sagte, okay, lass uns mit einem der Leute sprechen. Now remember, the police captain Der Polizist Hauptmann told me these were Syrians fleeing from Putin. sagte, das sind Syrer, die vor Putin fliehen. But my translator knew all the Arabic dialects perfectly, every one of them. Der Übersetzer von William kannte all die arabischen Dialekte perfekt. So we walked around and talked to 200 or 300 people. So gingen sie also herum und sprachen zu 200, 300 Leuten. And she scratched her head. She said, these are not Syrians. Und die Übersetzerin kratzte sich am Kopf, sie sagte, das sind keine Syrer. Only a few of them could be from Syria. Nur einige wenige könnten Syrer sein. And I said, what about the white sheets of paper? William sagte, was dann mit diesen ganzen Zetteln? She said, these are farm boys and mountain boys. They have no education. Die Übersetzerin sagte, das sind also Bauernjungs und Bergjungs, die überhaupt keine Ausbildung haben. They couldn't even sign their name. Die konnten zum Teil nicht mal ihren Namen schreiben. And I went back to the police officer who was still standing there. Und William ging wieder zurück zu dem Polizeioffizier, der noch stand. And I said, sir, I'm always very polite. I said, sir, Mein Herr, why have you lied to me? warum haben Sie mich angelogen? Why didn't you tell me the truth? Warum haben Sie mir nicht die Wahrheit gesagt? We talked to 200 people. Wir haben mit 200 Menschen gesprochen. They were from 9 countries. Sie waren von 9 verschiedenen Ländern. Maybe 10% were from Syria. Vielleicht 10% waren aus Syrien. And the only education they had was in the madras, the religious school. Und die einzige Ausbildung, die sie hatten, war in der Religionsschule, Matas. And I said, officer, these people can't go to work for Siemens tomorrow. Herr Polizist, diese Leute werden nicht für Siemens morgen arbeiten können. It will take 12 years before they can go to work for Siemens. Das wird 12 Jahre brauchen, bis die so weit sind. And you know what the officer said? Weißt du, was der Polizist gesagt hat? Let me see your papers. Lassen Sie mich Ihre Papiere sehen. And then you know what else the officer said? Und was hat er noch gesagt? He said, be silent. Sei still. In Germany, we don't ask questions. In Deutschland stellen wir keine Fragen. I was thinking, am I in an old movie? William fühlte sich wie in einem alten Spielfilm. Am I back in? Now, I went out because I walked every day with the immigrants. And when I stayed in Schwerin, I walked, I think, 4 or 5 days. And I walked all 5 East German states. William ist dann 4-5 Tage hier in Schwerin mit den Flüchtlingen herumgegangen und er ist insgesamt in allen ostdeutschen Ländern gegangen. I visited 97 villages in the 5 East German states. Er war in 97 Ortschaften in Ostdeutschland. For 30 days, I walked every day. Während 30 Tagen ist er jeden Tag gegangen in 5 ostdeutschen Staaten. So finally, Staatsbus Nummer 9 was emptied, and they said I could get on. Endlich war dann der Stadtbus Nummer 9 leer und man sagte, jetzt kann er einsteigen. And they took me out into the country, and I walked all day
and came back late that night. Und sie fuhren ihn raus aufs Land und da konnte er dann den ganzen Tag spazieren. And I got to my hotel room Als er zu seinem Hotel zurückkehrte, because I had to teach my classes at the university in America from Germany every night at midnight. weil er musste vom Hotelzimmer aus seine Universitätsvorträge halten um Mitternacht. That was 3 in the afternoon in America. Und dort in Chicago war es 3 Uhr. So I'm getting my computer set up and my special connection set up for the satellite to teach my classes, and the telephone rang in my hotel. William hatte da eine spezielle Satellitenverbindung und da klingelte plötzlich das Telefon. Who could that be? I picked it up. I won't tell you her name. I won't. Und William wird uns nicht sagen, wer da angerufen hat. But this was a very high official in Schwerin. Aber das war eine sehr hohe Offizielle hier aus Schwerin. And she said to me, I understand you've been asking questions today. Ich habe gehört, Sie haben da Fragen gestellt heute. I said, no, not really. William sagte, nein, nicht wirklich. I'm trying to catch the bus. Ich versuchte nur den Bus zu erwischen. And she said, no, I understand you were asking questions Nein, ich habe so gehört, dass Sie da Fragen stellen. about our guest. Über unsere Gäste. I said yes, and I was disturbed that I was not being told the truth. Ja, das stimmt. Und es war verstörend, dass man mir nicht die Wahrheit gesagt hat über diese Leute. And I'm even more disturbed, I said, because no one in Germany is being told the truth. Und was noch verstörender ist, niemand in Deutschland wurde die Wahrheit gesagt. And then there was silence on the phone. Dann war es still auf der anderen Seite der Leitung. And then she said, I understand you're walking out in the countryside. Dann sagte sie, Sie sind also heute am Land spazieren gegangen. I said, yes, ma'am, I am. Yes, ma'am. Und sie sagte, ja, meine Dame, ich war unterwegs. She said, you know, these country roads can be dangerous at times. Die Dame sagte dann, Sie wissen ja, diese Landstraßen können gefährlich sein zu gewissen Zeiten. She said, I'd be careful. Ich wäre vorsichtig an Ihrer Stelle. The next day, I went out from Schwerin. Am nächsten Tag verließ William dann Schwerin Out farther, and I started walking. und ist wieder weiter draußen auf Spaziergang gegangen. And I'm always walking with facing the traffic. Und William geht immer mit Blick auf den Verkehr. I was wearing this jacket. Er hat diese Jacke getragen. I always wear this jacket. William trägt immer diese Jacke. This is also my pajamas. Das ist auch seine Pyjama-Jacke. So I'm walking, and as people drive by, I would nod, and they would nod at me, and all of a sudden, I realized there's a car coming at me. Also William ging den ganzen Autos entgegen, nickte sie an, die Fahrer nickten zurück und plötzlich kam da ein Auto auf ihn zu. But it's not on the road. Aber nicht auf der Straße. It's over in the gravel. Mitten im Schutt ist es gefahren. The car is all black. Und dieses Auto war völlig schwarz. The windows are all black. Schwarze Fenster. You can't see if there's anyone in the car. Man konnte nicht mal sehen, ob da jemand im Auto drinnen saß. And it's coming at my nose Und es fährt direkt vor Williams Nase at about 70 kilometers an hour. mit ca. 70 km/h. It's not on the road at all. Nicht auf der Straße fahrend. All of a sudden, from here to that table, Und diese ganze Distanz von wo William steht bis zum Tisch. I woke up. It's going to run over me. Kam's William, das geht ja jetzt über mich drüber, das fährt jetzt über mich drüber. And on the country roads around Schwerin, there's a ditch, a drainage ditch, where there's water.
Und auf diesen Landstraßen, da gibt es so Wassergräben seitlich der Straßen. And it was raining. Und es hat geregnet. And I had 2 seconds Und William hatte 2 Sekunden, to dive into the ditch head first. um in diesen Wassergraben zu springen, kopfüber. And the car went right over where I was standing. Und das Auto ist tatsächlich direkt drüber gefahren, wo William gerade noch stand. She said, "Be careful on Sie the hat ihm country ja gesagt, roads." sei vorsichtig auf den Landstraßen. What I want for you is the truth. Was William für uns möchte, ist die Wahrheit. I wasn't trying to cause trouble. Es war nicht sein Bestreben, irgendwelche Probleme zu erzeugen. I wanted to know what was going on. Er wollte nur wissen, wer diese Leute sind. And in the New York Times and the Washington Post and the Chicago Tribune, there was no truth, nothing. Und in der New York Times, Washington Post, Chicago Tribune gab es halt keine echten Nachrichten, keine Wahrheit. In the Frankfurter Allgemeine and die Zeit and the Süddeutsche Zeitung, there was no truth. In der FAZ, in der Süddeutschen und in der Zeit gab es auch keine akkuraten Wahrheiten. If you go look at our website on williamtoll.de, Wenn ihr auf unsere Webseite geht, williamtoll.de, you will see the pictures that were in all the newspapers and on the television every night in 2015. You'll see the pictures. werdet ihr die Bilder sehen, die auf den Medien die ganze Zeit 2015 der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Beautiful, beautiful families from all these nations, many children. The women look like models from the front of a magazine. Wunderschöne Familien aus aller Herren Länder, Kinder allerliebst und dann auch noch Frauen, die wie Models aussahen. What was the reality? Was war die Wirklichkeit? There were no families. Es gab gar keine Familien. There were no beautiful women. Es waren keine schönen Frauen. 99% of the immigrants I walked with were young men. 99% der Flüchtlinge, mit denen William spazieren ging, One day there was 20,000 immigrants I was with. waren alles junge Männer. Und an einem Tag waren es tatsächlich ganze 20.000 Flüchtlinge, mit There denen were 2 women und nur 2 Frauen out of 20,000. von 20.000. And none of the young men paid attention to them. Und keiner der jungen Männer hatte irgendeine Aufmerksamkeit auf diese 2 They didn't even give them a drink of water. Sie halfen ihnen nicht, sie gaben ihnen nichts mal zu trinken. I gave them the water. William gab ihnen zu trinken. I'm not saying these are bad people. That's not what I'm saying. William will damit nicht sagen, dass das schlechte Menschen seien. I was with them for 30 days. Er war insgesamt 30 Tage mit diesen Menschen. 80% of the young men were pretty decent young people. They were okay. 80% dieser jungen Männer waren relativ anständige junge Männer. Die waren okay. But 10% of them were not okay. Aber leider 10% von ihnen waren nicht okay. What's 10% of 1 million? Wie viel ist 10% von einer Million? Not one person was asked a question. Not one. Not one immigrant was asked a question other than the white sheet. Also keiner von diesen Flüchtlingen wurde auch nur eine Frage gestellt, außer diesen weißen Zettel auszufüllen. And they weren't filling out their own white sheets. Und die haben nicht ihre eigenen weißen Zettel ausgefüllt. There were church groups and social groups filling out the white sheets for them. Das waren in Wirklichkeit soziale Gruppen und Kirchgemeinden, die für sie diese Formulare ausgefüllt haben. I almost got killed in Schwerin. William wurde fast ermordet in Schwerin 2015. For asking a simple question. Nur indem er diese eine einfache Frage gestellt hat. Because my bus was 15 minutes late. Weil sein Bus 15 Minuten verspätet war. You are the best thinking people in the whole world.
Ihr Deutschen seid die am besten denkenden Menschen in der ganzen Welt. No one doubts that. No one. Gibt es niemanden, der das But tut. the brain is a machine Doch das Gehirn ist eine Maschine, that needs raw material. welche Rohdaten verwendet. But you're not getting any raw material Aber wir bekommen diese Daten nicht. still today. Heute wird sie uns vorenthalten. And that makes me sad. Und das macht William traurig. So Lisa and I are still willing to risk our lives Lisa und William sind immer noch bereit, ihr Leben zu riskieren. day after day after day, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. fighting for truth Für die Wahrheit kämpfend in Deutschland. in Deutschland. Because if you had the truth, Denn wenn wir die Wahrheit hätten, you would start becoming free. dann würden wir frei werden. And your brains would start working again. Und unsere Gehirne würden die richtigen Schlüsse ziehen. And you would start creating again. Und wir würden wieder aufbauen. And you wouldn't live in a world that is umkehrt. Und wir würden nicht in einer Welt leben, die umgekehrt verdreht ist. Ja. Upside In down. einer verdrehten Welt leben. Do you know how sad this makes me? Wie sehr macht William das traurig? Your problem is a lack of leadership. Unser Problem ist ein Mangel an Führungskräften. Because what is leadership? Was ist Führung? It means to sacrifice for the people you lead. That's what it means. Es bedeutet, Opfer zu bringen für die Menschen, die man führt. It means to give your own life up for other people Es bedeutet, sein eigenes Leben einzusetzen für andere, who trust you. die dir vertrauen. They trust you with their children, with their families, Die dir mit ihren Kindern vertrauen, mit ihren Familien vertrauen. their future. Ihre Zukunft dir anvertrauen. And what is the opposite of leadership? Was ist das Gegenteil von Führungskultur? It is betrayal. To betray. Jemanden zu verraten. Die Menschen, denen ich meine Kinder anvertraut habe, haben mich verraten. That's as simple as it gets. Das It's ist ganz einfach. Okay? So, the problem in Deutschland is a lack of leadership. das Problem in Deutschland ist ein Mangel an Führung. And you all know it. Wir wissen das alle. Everyone in Schwerin in 2015, everyone knew something was wrong. Jeder in Schwerin ahnte, das stimmt etwas nicht in 2015. 1 plus 1 did not equal 2. 1 plus 1 ergaben nicht 2. But you were silent. Doch wir blieben still und sagten nichts. You were afraid. Wir hatten Angst. Why were you afraid? Warum hatten wir Angst? Because if you had asked a question, Denn wenn wir eine Frage gestellt hätten, what happened to me? was ist ihm widerfahren? Maybe it would have happened to you. Wäre möglicherweise uns widerfahren. So you learn when you grow up in Deutschland. Wir haben also unsere Lektion gelernt, indem wir in Deutschland aufgewachsen sind. Don't ask any questions. Stell keine dummen Fragen. Just go along. Mach einfach mit. But there's a problem with this. Doch da gibt es ein Problem mit dieser Haltung. Because here's how leadership acts. Denn hier ist, wie Führungskultur tatsächlich handelt. When there's a lack of food, Wenn es einen Mangel an Nahrung gibt, the leader goes hungry. dann isst der Leader als letztes. When there's not enough shelter from the rain or the cold, not enough shelter,
Wenn es nicht genug Unterkünfte gibt gegen die Kälte und die Nässe, the leader sleeps outside. dann schläft der Führende außen in der Kälte. When things are tight and there's not enough money to go around, Und wenn es eng wird und es nicht genug Geld gibt, um Sachen zu organisieren, the leader sacrifices their own wealth. dann opfert der wahre Führende sein eigenes Geld. And when there's danger anywhere, Und wenn es Gefahr irgendwo gibt, when there's a dark place that is dangerous, ein dunkler Ort, wo es gefährlich ist, the leader goes first, dann geht der Führende zuerst da rein. that their people are protected. Sodass die Menschen, die ihnen anvertraut sind, geschützt sind. That's what leadership is. Das, was wahre Führungskultur ist. Leadership is love. Yeah. Thank you. Thank you very Führung much. bedeutet Liebe. Leadership is love. Führung bedeutet Liebe. Love is sacrifice. Liebe ist Opfer. It's the opposite of selfishness. Liebe ist das Gegenteil von Egoismus. And I'm here tonight to ask you Heute ist William hier, um uns zu fragen, to be willing to sacrifice willig zu sein, etwas zu opfern for others, für andere. not just the ones in your own family. Nicht nur für die in unserer Familie. Because all Germans are part of your family. Denn alle Deutschen sind Teil unserer Familie. They are your brothers and sisters, Sie sind unsere Brüder und Schwestern. and they are hurting. Und sie schmerzen. They are confused. Sie sind verwirrt. They are lonely. Sie sind einsam. They are empty. Und sie sind leer. And you are separate from them. Und wir sind getrennt von ihnen. That's what Bletchley Park did. Das ist, was Bletchley Park getan hat mit uns. You're like homeless people. Wir sind wie Obdachlose, Living in a rented land. die in einem gemieteten Container leben. Söder from Bavaria and Schäuble from Berlin, they've all said it publicly. Die ganzen Politiker aus Bayern und Berlin haben das sogar offen zugegeben. We don't make our own decisions in Deutschland. Wir machen keine eigenen Entscheidungen in Deutschland. They're made outside. Die Entscheidungen werden für uns außerhalb Deutschlands getroffen. We just enforce them. Wir führen sie nur durch, diese Entscheidungen. So are you sovereign? Sind wir also souverän? No, of course you're not. Nein, natürlich nicht. In the last federal election, In der letzten Wahl I was here. war William hier. Seems like I'm always here. Er ist fast immer hier. I remember the red signs with Schultz, SPD. I remember all the signs with Baerbock and all the others. I remember them. Also William erinnert sich an die ganzen Wahlplakate in Rot mit Scholz, SPD, mit Baerbock. And Habeck, and they had their Levi jeans on with the holes in the knees, Und sie hatten ihre coolen Levi's Jeans mit Löchern in den Knien and they said, "We're cool. We're really cool people. und sagten, wir sind die coolen Politiker. We are peaceniks. Wir sind Friedensbringer. Peaceniks. So we promise you peace, prosperity, and freedom from fear." Wir versprechen euch Frieden, Wohlergehen und Freiheit von Angst. What have you got today? Was haben wir stattdessen bekommen? Peace? Frieden. You're on the verge of war. Wir Right sind on der the Grenze des verge. Krieges. You're right on the verge of war. How about prosperity? Wie ist es mit dem Wohlstand? You had energy cost to run your whole nation 30% below the market. 30%. Deutschland hatte tatsächlich Energiekosten 30% unter dem normalen europäischen Preis.
That's prosperity. Das war Wohlstand. That means your children have good jobs. Das bedeutet, unsere Kinder hatten gute Anstellungen And that your older people have good retirements. und die älteren Menschen hatten gute Pensionen. And everyone in the world says, oh, the Germans, they are lucky. They have prosperity. Und die ganze Welt sagt, ach, die Deutschen, denen geht's gut, die haben Wohlstand. And you had guaranteed energy cost for 10 Und years. diese Energiekosten waren sogar noch garantiert für die nächsten 10 Jahre. So how did your leaders protect your prosperity? How? Wie sehr hat unsere Regierung unseren Wohlstand geschützt? Here's your leaders. Hier ist ein Hinweis. Boom! Boom! Was passiert? Do you think it was a surprise that the two pipelines were blown up? Glaubt ihr, dass Was it a surprise? Did they know nothing about it? Glaubst du, dass es eine Überraschung ist, dass diese zwei Pipelines explodiert sind? So Glaubt what- ihr, dass es eine Überraschung ist, dass niemand wusste, wer das war? I just illustrated what they did to protect your prosperity. William hat gerade demonstriert, was sie getan haben, um unseren Wohlstand zu schützen. Sie haben weggeschaut. Do you want to know who blew up the pipelines? Möchtet ihr wissen, wer die Pipelines hochgejagt hat? The Ukrainians didn't blow up the pipelines. Die Ukrainer waren es nicht, auch wenn man es sagt. No one in Germany believes that. Niemand in Deutschland glaubt es auch. We blew up your pipelines. Die Amerikaner haben die Pipelines hochgejagt. We blew them up. Because the world's new world order doesn't work if you are free. Denn die neue regelbasierte Weltordnung funktioniert nicht, wenn wir frei sind. You are the key that unlocks. Wir sind der Schlüssel, der aufschließt. You can't be talking to the Russians. You can't be talking to anyone Wir Deutschen dürfen nicht mit den Russen reden. Wir dürfen nicht mit irgendjemandem reden. without our permission. Ohne der Erlaubnis der Amerikaner. And now with no pipelines, Und jetzt, ohne diese Nord Stream Pipelines, we have you right where we want you. jetzt haben wir euch in Geiselhaft. Jetzt haben wir euch in Umarmung. Am I saying anything that your heart doesn't already know? Sage ich hier irgendetwas, das euer Herz nicht bereits weiß? Everyone in Germany knows the truth. Also, weiß niemand in Deutschland die Wahrheit? You're trapped. Wir sind gefangen. Now the U.S. is growing tired of the Ukraine. Jetzt wird Amerika schon langsam müde mit der Ukraine. The American people don't care about the Ukraine and Russia. They don't care. Der amerikanischen Bevölkerung ist es egal, was in Ukraine und Russland passiert. They say no more money. Die sagen jetzt kein Geld mehr da ausgeben. So who's going to take over the Ukraine war? Wer wird also die Kosten für den ukrainischen Krieg übernehmen? You are. And very soon, by the way. Und die Deutschen werden sogar sehr bald diese Kosten übernehmen müssen. And the reason the Washington Post came out with a story written by Joe Biden Und der Grund, warum die Washington Post mit einem Artikel rauskam, der von Joe Biden geschrieben war, and said the Ukrainians blew up the pipelines. und der sagte, die Ukrainer haben die Pipeline hochgejagt. That was meant for you Das war für uns bestimmt. to believe that the Ukrainians are big and strong and powerful and sophisticated. Sodass wir glauben, die Ukrainer sind stark und mächtig und ausgeklügelt. Are you fooled? I don't Sind think so. wir da in die Irre geleitet worden? I don't think so. Ich glaube nicht. I think you know the truth. Ich glaube, ihr wisst die Wahrheit. But you feel small Aber wir fühlen uns klein and alone, und alleine gelassen. and you are afraid. Und du hast Angst.
of any change. dass sich irgendwas ändert. You would rather live as happy slaves Wir würden lieber als glückliche Sklaven leben, than to take the responsibility to be free. als die Verantwortung zu übernehmen, frei zu sein. But that's not German. Aber das ist keine deutsche Haltung. No German acts that way. Kein wirklich Deutscher agiert so. So Bletchley Park created a new Germany. Diese Umerziehung aus Bletchley Park hat also ein neues Deutschland kreiert. They created a Germany that they wanted. Sie haben ein Deutschland geschaffen, wie es ihnen passt. I need you to begin to love each other. William braucht uns, dass wir uns mehr einander lieben. Liebe ist die einzige Antwort. It's the only one. Liebe, nicht gewollt. Nicht gewollt. Liebe. But Liebe means sacrifice. Doch Liebe bedeutet Opfer. It means giving yourself up for someone else. Es bedeutet, dass man sich selbst hingibt für andere. And it's not just the leader who sacrifices. Und es ist nicht nur der Führende, der opfert. Each one of you must be willing to sacrifice Jeder von uns muss dazu bereit sein, in order to be free and sovereign. zu opfern, um wieder frei zu sein und souverän zu sein. Your Ahnen und Urahnen would never live the way you live. Never. Unsere Ahnen und Urahnen würden niemals so leben, wie wir das heute tun. Let me try to read you something here. I wrote it today. I had the hotel print it for me. William hat uns heute etwas geschrieben, er liest es jetzt vor. Nicht nur die politischen Führungskräfte müssen sich aufopfern. Jeder Einzelne von euch muss sich für den anderen aufopfern. Führung bedeutet Aufopferung, Liebe bedeutet Aufopferung und die Deutschen müssen Opfer bringen. I wrote it today. Das hat William heute geschrieben. No, passen Sie auf, bitte. Wenn immer nur die Sonne scheint, sind die Deutschen gespalten und streiten. Sobald dunkle Wolken aufsehen, sind sie ein Volk, das sich füreinander aufopfert. You understand me? You see, you forgot who you are. Wir haben vergessen, wer wir sind. And no one will tell you who you are. Und niemand sagt uns, wer wir sind. So you're homeless people Wir sind wie Obdachlose in a rented land. in einem gemieteten Land. Other people own the land Das Land gehört anderen Menschen. and they just rent it to you. Und sie vermieten es an uns. 110 American military bases on the best land in Deutschland. Es gibt 110 amerikanische Militärstützpunkte auf den besten Orten in Deutschland. What did they pay you for that beautiful, beautiful land? Was wird uns dafür gezahlt? Now you have 26 British military bases. Und jetzt gibt es auch 26 britische Militärstützpunkte. And nobody's telling you this. Und das wird uns überhaupt nicht erzählt. They're building the bases bigger and stronger and filling them up.
Sie vergrößern gerade diese Stützpunkte und füllen sie mit Waffen. For what purpose? Für welchen Zweck? You say, well, no, Professor. This is our land. They're just using it to protect us. Und wir werden sagen, ja, Herr Professor Toel, die machen das ja nur, um uns zu schützen. It's our land. Es ist doch unser Land. Well, then why don't you go tomorrow Warum geht ihr also nicht morgen and knock on the door und klopft an den Türen? and say, Ich bin ein Deutscher. Ich bin hier ein Deutscher. This is my land. Das ist mein Land. Out. Raus mit euch. What will happen to you? Was würde da mit uns geschehen? You know what will happen to you. Man sagt, wir sind ja ein Schutzlos in Russen ausgeliefert. She says that we will be unprotected against the Russians. Well, if you in this room, and I was a company commander during Vietnam. Also William war ein Kompaniekommandant in Vietnam. If you think that we're coming to protect you Wenn ihr glaubt, dass wir Amerikaner kommen, euch zu schützen, from the Russians, from the Chinese, vor den Chinesen, from anybody, von irgendjemandem, you're wrong. dann irrt ihr euch. We have no intention of protecting you. Amerika hat keine Absicht. I don't know one mother in all of America Kennt keine einzige Mutter in ganz Amerika, who is going to shed tears die Tränen vergießen wird, for you. wenn ihre Söhne fallen für uns. What is the name of this country you live in? Was ist der Name dieses Landes, in dem wir leben? It's Deutschland. Das ist Deutschland. And who are you? Wer sind wir? The Deutsche. Wir sind Deutsche. This is your land. Das ist unser Land. Bletchley Park lied to you. Bletchley Park hat uns eine Lügengeschichte verkauft. And do you know what the government is fearful of? Do you know what they're fearful of? Wisst ihr, wovor sich diese Regierung fürchtet? Well, they're not fearful of you. Die fürchten sich nicht vor uns. They don't even want to hear what you have to say. Die wollen gar nicht hören, was wir sagen. They say of you, Sie sagen über uns. they will believe anything we tell them. Die glauben sowieso alles, was wir ihnen auftischen. They are obedient. Die sind gehorsam. I'll tell you what they are fearful of. Aber ich sage euch, wovor sich sie fürchten. First, they're fearful of London and New York. Zuerst fürchten sie sich vor London und New York, That's where all the power is. denn da sitzen die Machtzentren. But secondly, Zweitens they're fearful of this. fürchten sie sich vor, That someday, dass eines Tages someone irgendjemand will come speaking the truth. die Wahrheit sagen wird. And that truth will resonate in the deutsche Herz. Und diese Wahrheit dann resonieren wird in den deutschen Herzen, And the deutsche Seele. in der deutschen Seele. And the Germans will know they're hearing the truth. Und die Deutschen werden wissen, dass sie die Wahrheit hören. And the whole fairy tale Und diese ganze Märchengeschichte will fall apart wird zu Trümmern zerfallen and be gone. und verschwinden. That's why I ended up head first in the drainage ditch. Das ist der Grund, warum William kopfüber in den Wassergraben neben der Landstraße geendet ist. They're afraid of truth. Die fürchten sich vor der Wahrheit. And if you ever started asking questions, Falls du jemals beginnst, Fragen zu stellen, even little questions, sogar kleine Fragen, someone would say to you wird jemand zu uns sagen, what they said to me. was sie zu William gesagt haben. See the finger? That's the German finger. Das ist der deutsche Finger. Psst. It is your time
to be free. Es ist unsere Zeit, frei zu sein. It is God's will that you be free soon. Es ist Gottes Wille, dass Deutschland bald frei ist. You have a place in the world. Wir haben einen Platz in der Welt. You have work to do. Es gibt Arbeit zu tun. You're not above everybody, Wir sind nicht überlegen irgendjemand. but you're different than everybody. Wir sind nur anders wie andere. And you are not doing your work. Und wir machen nicht das, was wir tun sollten. Not fully. Nicht vollständig. And the whole world is waiting for you. Und die ganze Welt wartet auf Deutschland. What is the question in the world today? Was ist die Frage in der Welt heute? Where are the Germans? Wo sind die Deutschen geblieben? What happened to them? Was ist mit ihnen geschehen? They don't even act like Germans. Sie benehmen sich nicht mal mehr wie Deutsche. And you don't. Und wir tun das tatsächlich nicht. Now Lisa and I won't stop. Lisa und William werden niemals aufhören. We have a mission to do. Sie haben eine Mission zu tun. And even if only two of you came tonight, Und wenn nur 2 von euch heute Abend gekommen wären, that would be a big thing. dann wäre es großartig für William und And Lisa. Lisa and I would still have driven Und Lisa und William wären trotzdem gekommen to Schwerin. nach Schwerin. But there's a problem. Doch da gibt es ein Problem. You're not strong enough to be free. Wir sind noch nicht stark genug, frei zu sein. I want you to listen to this and realize this is the world that you live in. William möchte, dass wir zuhören und verstehen, dass das die Welt ist, in der wir im Moment leben. Westliche Verbündete haben eine Welt, ein neues Deutschland geschaffen, wo alle so Pazifisten und Umweltschützer erzogen und ausgebildet werden, die jeden Konflikt und jede Verantwortung scheuen. Wo Mütter ihren 13-jährigen Kindern über die Straße helfen und die meisten nicht einen richtigen Liegestütz. I saw a Kassirner on the way here. William hat also eine Kaserne gesehen auf dem Weg hierher. I taught German officers at the university. William hat an der Universität Militäroffiziere gelehrt. Tall, nice looking men and women. Große Gardesoldaten. Up here. So groß. Wonderful people. Wunderbare Menschen. They had one problem. Aber sie hatten ein Problem. They can't fight. Sie können nicht kämpfen. Not 10% of them could do this. Nicht mal 10% von ihnen konnten diese Liegestützen machen, die William jetzt vormacht. Watch closely. Schaut genau zu. 1, 2, 3. After that,
After that, it just gets boring. Langweilig. Uber und Uber. Also nach 3 wird es sowieso langweilig. Deshalb hat er nicht weitergemacht. Eine Bevölkerung ohne Rückgrat, ohne jede Belastbarkeit, ohne Widerstandskraft. Let me finish. Und dann wird dasselbe neue Deutschland über Nacht in die Ecke gedrängt und in einen Konflikt hier eingezogen, für den es sich darauf vorbereiten soll, in 2 Kriegen gegen grausame Feinde zu kämpfen, die zu Kriegern erzogen und ausgebildet werden. We told you for 78 years. Wir haben euch 78 Jahre lang erzogen. You must be pacifist. Ihr müsst Pazifisten sein. You must be nice to everybody. Ihr müsst nett zu allen sein. You can be environmentalist. Ihr könnt Umweltschützer sein. But you cannot be strong. Aber ihr könnt nicht stark sein. If you're strong and in the Bundeswehr, Wenn ihr stark seid und in der Bundeswehr, we tell you, go away. dann sagen wir euch, verschwindet. Now, we want it both ways. Jetzt möchten wir es in beide Richtungen. Now we're going to corner you in a corner Jetzt treiben wir euch in die Enge and drag you und ziehen euch into our wars. Unser Krieg. Unseren Krieg. I'm teaching in German. Perfect translation. Come here. The first time Adisha and I ever met, I think he had heard something about me. Willst du nicht übersetzen? Übersetzen? Also das erste Mal, als wir uns getroffen haben, William und ich, Because I turned around to look at him, und da hat er sich umgedreht, um zu mir zu schauen, and he went silent, und ich bin still geworden. and his face was white, Und mein Gesicht ist ganz weiß geworden. and his shirt was covered with sweat. Und ich habe geschwitzt. But now he's wonderful. Aber jetzt bin ich wunderbar. If you could ask one question, any question of your government, Wenn wir auch nur eine Frage unserer Regierung stellen könnten, would you really be going into 2 wars? würden wir wirklich in 2 Kriege reinmarschieren? Do you want to go to war? Wollen wir in den Krieg Do ziehen? you want your 18 and 19-year-old young men and women Wollen wir 18-, 19-jährige Männer und Frauen aus Deutschland in den Krieg schicken? dressed up in uniforms In Uniformen and learning how to bayonet people? und lernen, wie wir Leute umbringen. Dabei Leute. Nobody in Germany wants that. Niemand in Deutschland will das. We raised you Wir haben euch erzogen, to be soft dass ihr weich seid, sanft seid and pacifist. und pazifistisch. And now we want you to go to war and fight our battles. Und jetzt aber wollen wir, dass ihr für uns in den Krieg zieht, um unsere
Schlachten macht. What do you think is going to happen? Was glaubt ihr, was da geschehen wird? How do you think this is going to turn out for you? Was glaubt ihr, wie das für uns ausgehen wird? Looks like a massacre to me, Es sieht wie ein Massaker aus für William. and no one will care. Und niemand wird das irgendwas angehen. You see why I am sad? Seht ihr, warum ich traurig bin? You see why I keep going and keep going? Seht ihr, warum ich gehe und immer weiter Vorträge gebe? Because I love you, Weil ich euch liebe. and you are at danger. Und wir sind in Gefahr. And when you love, you give yourself up. Und wenn du wirklich liebst, dann gibst du dich selbst But total. it's not enough for me to love you. Aber es ist nicht genug, dass William uns liebt. You may be pacifist, Wir mögen Pazifisten sein, but you cannot be doch wir können nicht pacific, ganz pazifisch sein. meaning passive. Also passiv sein. You can't do it. Wir können nicht passiv sein. Wir können es uns nicht leisten. This is your nation. Es ist unser Land. It belongs to you. Es gehört uns. God gave it to you. Gott hat es uns gegeben. The Americans and Britons cannot take it from you. Die Amerikaner und Engländer können es uns nicht wegnehmen. Nor can they send your children off to war. Noch können sie unsere Kinder in den Krieg ziehen lassen. I've been at war. William war im Krieg. Your children won't last 10 minutes. Unsere deutschen Kinder würden keine 10 Minuten überleben. And they will come home in a body bag. Und dann kommen sie zurück im Leichensack. So it's time for you to stand on your own 2 feet. Es ist also Zeit für uns, auf unseren eigenen 2 Füßen zu stehen. It's time for you to remember what it's like to be a Deutscher. Es ist Zeit für uns zu erinnern, was es bedeutet, Deutsch zu sein. When Germans are Germans, Wenn Deutsche Deutsch sind, they're not afraid of anything. fürchten sie sich vor gar nichts. So what are you? Was sind wir also? Well, you have to decide. Das müssen wir für uns selbst entscheiden. But you don't have enough strength to decide. That's the problem. Aber wir haben nicht die Kraft zu entscheiden, das ist das Problem. You come and listen to Lisa, Wir kommen, um Lisa and you zuzuhören come listen to me, und um William zuzuhören. Und wir applaudieren. and then you get in your car and go away, Und dann fahren wir wieder weg. and nothing changes. Und nichts ist geschehen. Well, here's the key. Hier ist der Schlüssel. Die Liebe in der Einheit miteinander hat die Macht für den Wandel. You understand me? Liebe, which means sacrifice. Liebe bedeutet Opfer. What is it that drives out your fear? What is it that drives it away? Was kann uns die Angst austreiben? Liebe. Liebe. Liebe drives out fear. Liebe macht die Angst verschwinden. It's stronger than fear. Liebe ist stärker als die Angst. But you're afraid to love Aber wir haben Angst davor, wirklich zu lieben, because you're afraid to risk. weil wir Angst haben zu riskieren. And love is a risk. Und Liebe ist ein Risiko. Maybe you'll love someone. Vielleicht liebst du jemanden, Maybe you'll give yourself to them. vielleicht gibst du dich dieser Person hin, Maybe you'll help them. vielleicht hilfst du ihnen And maybe they won't appreciate it. und vielleicht werden sie es nicht wertschätzen. Or maybe they'll take advantage of you. Oder vielleicht werden sie es sogar ausnutzen. So what? Also was? It changes nothing. Das ändert nichts. Love is your responsibility, Liebe ist unsere Verantwortung, not the receiver's responsibility. nicht die Verantwortung des Empfängers. And it works. Und sie funktioniert.
Liebe ist die einzige Antwort. I often don't get to do what I want to do. Also es gelingt ihm nicht oft, das zu tun, was er gerne tun möchte. Some days I wish I was home playing golf, Am liebsten wäre er zu Hause auf dem Golfkurs. but I'm not allowed to do that. Aber das ist ihm nicht erlaubt. I am one who is under authority. Denn William ist unter Autorität. I have to go where I'm sent and say what I'm told. Denn er muss dahin gehen, wo er gesendet wird und das sagen, was ihm gesagt wird zu sagen. And now Und jetzt I must give you an invitation muss ich euch eine Einladung geben. because I'm commanded to give you an invitation. Denn es wird William befohlen, euch diese Einladung zu geben. But you don't have to do anything. Aber ihr müsst nichts tun. If your heart is right Wenn dein Herz am rechten Ort sitzt and if you want to come closer to God und wenn du näher zu Gott möchtest and gain a new strength, und mehr Kraft bekommen möchtest, an innere Haltung, an innere strength, eine innere Haltung, eine innere Kraft, these words will do it. dann werden diese Worte es bewirken. But if your heart is not right, Doch wenn es deinem Herz nicht gut geht, if you're only just following along, wenn du nur so mitläufst, don't say anything. dann sag nichts. Don't repeat these words Dann wiederhole diese Worte nicht. because your whole life will change. Denn wenn du diese Worte wiederholst, wird sich dein ganzes Leben ändern. Now, in the first sentence, I'm going to say what appears to be a dangerous word. Und im ersten Satz schon wird William ein Wort sagen, was scheinbar ein gefährliches Wort ist. The word is Sünder. Das Wort ist Sünde. And in the church world, the religious world, oh, you shouldn't say that word. Und in der Kirchenwelt sollte man nie von Sünde sprechen. So here's what it means. Hier ist, was Sünde bedeutet. I know I am weak. I know it. Ich weiß, dass ich schwach bin. And I want strength from above. I need it. Und ich möchte Kraft von oben. Ich brauche sie. And that's all it means. Das Nothing ist more. alles, was das bedeutet. I have to say those words every single morning, William sagt diese Worte jeden einzelnen Morgen. or I would have no strength. Oder er würde keine Kraft haben. So I'm going to read the words. If your heart is right, then repeat after me out loud. Also William liest uns diese Worte vor und wenn es für euer Herz stimmt, dann wiederholt gemeinsam mit ihm diese Worte. But don't whisper. Aber flüstert nicht, Don't murmur. murmelt nicht. Okay. You're not talking to me Ihr sprecht nicht zu mir, when you repeat these words. wenn ihr diese Worte wiederholt. You're talking to God. Ihr sprecht zu Gott. So respect Him. Also respektiert ihn. Huh? Fertig? Seid ihr bereit? Himmlischer Vater, ich erkenne, dass ich ein Sünder bin Ich erkenne, dass ich ein Sünder bin und Hilfe brauche. und Hilfe brauche. Ich gebe mein Leben in deine Hand. Ich gebe mein Leben in deine Hand. Ich nehme dich als meinen Herrn, Ich nehme dich als meinen Herrn, meinen Erlöser und als meinen Freund an. meinen Erlöser und als meinen Freund an. Bitte komm in mein Leben Bitte komm in mein Leben und hilf mir, und hilf mir, nach deinem Willen zu leben. nach deinem Willen zu leben. Als das bete ich in Jesu Namen. All das bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen. You are now part, those who repeated the words,
are now part of God's family. Ihr, die ihr diese Worte jetzt wiederholt habt, sind nun Teil von Gottes Familie. You now have access to His strength. Ihr habt nun Zugang zu seiner Kraft. And as a bonus, Und als Bonus, because He promised, God promised, weil Gott es so versprochen hat, you will not die. werden wir nicht sterben, You will live. werden wir leben. What you have received here tonight, Was wir heute empfangen haben, in listening to the truth, indem wir der Wahrheit zugehört haben, brought by a little old man, von einem kleinen alten Mann, uralt, uralt, Beauty Schönheit and the Beast. Truth will set you free, people. Die Wahrheit wird uns frei machen. It's where freedom is. Da ist das Wort Freiheit drinnen. And the words that you heard tonight, Die Worte, die wir heute gehört haben, immense power. haben immense Kraft. Over Deutschland, Über Deutschland there is a battle going on, ereignet sich gerade ein Krieg and it's getting stronger. und es wird immer stärker And it would like to draw you into a battle here on the ground. und versucht uns in einen Krieg hier auf deutschem Boden reinzuziehen. So we don't only battle other people. Wir bekämpfen nicht nur andere Menschen, There's spiritual forces at Es work too. gibt spirituelle Kräfte, die ebenfalls wirksam sind. That's why we need strength. Das ist der Grund, warum wir Stärke brauchen. I am deeply, deeply thankful that you would come out tonight. Ich bin tief, tief dankbar, dass ihr heute Abend gekommen seid. It is a great honor for Lisa and for me. Es ist eine große Ehre für Lisa und für William. Somebody said, William, you speak English, Jemand sagte, William, du sprichst doch Englisch, but you think German. aber du fühlst Deutsch. I'm not fortunate enough to be a German. William sagte, er ist nicht glücklich genug, Deutscher zu sein. You are. Wir sind glücklich genug, Deutscher zu sein. Now start acting like it. Jetzt beginnen wir damit, uns so zu benehmen. Thank you so much. People. Yes. But first I want to ask them to do something. You stay right here with me, Yes. okay? Now you know that Lisa and I love you. You know that. Also ihr wisst, dass Lisa und ich euch lieben. So we have a right to ask a favor of you. Deshalb haben wir das Recht, euch um einen Gefallen zu bitten. You have the best language in the whole world. Ihr habt die schönste Sprache in der ganzen Welt. It is precise and complete. Deutsch ist präzise und vollständig. Before you come up to say hi to Lisa and I at the table, Bevor ihr jetzt zum Tisch kommt, um Hallo zu sagen, it would make us happy würde es Lisa und William glücklich machen, if you would look around you, wenn ihr euch umsehen würdet and if there's someone here you don't know, und wenn irgendjemand da ist, den ihr noch nicht kennt, walk up and say hello to them. dann geht zu dieser Person und sagt Hallo zu ihr. Meet them. Trefft euch, They're your brothers and sisters, denn sie sind eure Brüder und Schwestern. and you must start caring for them, Und du musst eine Fürsorge, eine Anteilnahme für sie entwickeln. and they must start caring for you. Und sie müssen für dich Anteilnahme haben. Spend some time with each other. Also, wir verbringen jetzt etwas Zeit miteinander. And then if you want to come up and dann- say hi to Lisa or I, we'll sit here for a little bit. Und dann, wenn ihr wollt, Lisa und William Hallo zu sagen, ein Buch signiert zu haben, Lisa und Williams werden hier sein mit der Zeit.